Willkommen zurück zu einem Update-Video. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Erklärvideo dazu gibt es wieder am Ende des Videos. Kleine Info heute: Ich werde heute mit FFAI and Beyond anfangen. Einfach nur deswegen, weil ich möchte ein paar Sachen erklären und zeigen. Natürlich könnt ihr es überspringen, wie immer, wenn ihr es wollt. Ich bin nur der Meinung, für einige Leute könnte das zur Erklärung wichtig sein. Also fangen wir an mit FFAI. Wir gehen heute nicht übers Tracking drüber, über FFA, weil es ist so und so schlecht. Und wie ihr seht, ist der Split heute, komischerweise ist es heute, ja, heute schon passiert. Ja. Deswegen hat es auch die Drawings bei TradingView schon ein bisschen herumgeschissen. Ja. Nur ich möchte heute FFA als perfektes Beispiel zeigen. Was passiert denn mit zu große und zu oft Splits machen, ja? Ihr seht's ja jetzt noch, ja, ist FFAI bei dem Wert, wo wir gestern waren. Weil es aber ein 1:150 Split ist, wird FFAI heute, ich glaube, bei 12 oder bei 8, 9, irgendwo in der Range wird FFAI heute öffnen. Weil ein Reverse Split nimmt euch ja für jede Aktie 150 Aktien weg, also ein 1:150 Split, 150 Split, und erhöht den Preis halt auch mal 150. Was man jetzt schon sieht, ist, dass diese Preise hier ja dann angepasst werden. Ja, sind sie jetzt teilweise schon, ich weiß jetzt nicht genau, warum FFA jetzt noch hier unten rumdumpelt, wird sich dann aber schon ändern. Die wichtige Sache ist, weil jetzt dann die Frage aufkommt oder die Frage schon war: Ändert sich was an den Preiszielen oder am Chart zur FFAI? Ja? Am Chart, an dem hier, ändert sich bei einem Forward Split oder bei einem Reverse Split gar nichts. Ihr werdet jetzt nicht plötzlich so eine Kerze sehen. Nein, an dem Chart ändert sich gar nichts. Das Einzige, was sich ändert, ist hier die Preise. Die ändern sich mal 150 nach oben. Und das ist das Problem, vor allem bei Aktien, die schon 4 Splits haben oder eben einen immens großen Split. Ja, es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob ihr einen 1:150 Split habt, wie FFA jetzt, oder nur einen 1:10 Split wie bei EMC. Der Unterschied ist, dass unsere 1 $-Marke hier, diese 1 $-Marke, wird morgen nicht bei 1 $ sitzen, also heute, wenn ihr schaut, sondern bei 150. Und das ist das Problem. Weil, wenn wir nur von unserem alten bullischen Tracking von FFR ausgehen, dann war unser mein Ziel für den Squeeze von FFI bei 150, weil alles andere unrealistisch ist. Das Problem bei der Sache ist jetzt allerdings, dass diese 150 hier nicht 150 sind, sondern dieser Punkt wird jetzt dann schon bei 22.000 liegen, wahrscheinlich, ja. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, ja. Und unsere 1 $-Marke wird bei 150 liegen. Deswegen, ja, habe ich gesagt, wir dürfen unter keinen Umständen 20 Cent brechen. Weil wenn wir 20 Cent brechen, werden wir runtergehen zu unter 10 Cent. Übrigens, ja, ich möchte es nur mal sagen, ja, zu all meinen Hatern, ja. Ich erstens, ich ich bewege den Stock nicht, ja, weil ich jetzt gestern schon wieder, ja, 1, 2 enttäuschte Leute gehabt: „Es geht ja immer alles schief", ja. Erstens, das sind Penny Stocks. Wir haben dieses Jahr FFI verloren, GNS verloren, FLNA verloren. Es sind Penny Stocks. Ich möchte das noch mal ganz ausdrücklich dazu sagen. Penny Stocks sind Risk Stocks. Das sind sie nicht, weil Wall Street euch hasst, sondern weil sie sehr tief liegen. Ja? Es hat einen Grund, warum ein Penny Stock meistens so ausschaut. Die sind halt Risk Plays.
Und ich habe jetzt keine unbedingte Statistik dazu, aber ich glaube, das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass 90% von denen halt bankrott gehen. Risky Anleihen, ich sag's nur. Nur ich habe halt gesagt, wenn wir 20 Cent hier brechen, werden wir runterknallen unter 10 Cent. Wir sitzen bei 7 und wir werden, hundertprozentig einen Reverse Split bekommen. Wir machen heute einen Reverse Split. Ich weiß nicht und ich habe immer gesagt: „Seid vorsichtig, ich hasse FFAI. Es schaut verflucht bärisch aus. Wir haben eine bullische Alternative, aber Vorsicht.“ Ich weiß ehrlich nicht, sagt es mir, ob ich mich falsch ausgedrückt habe. Ich weiß nicht, wie ich mehr davor warnen kann, ja? Vom wie ich's gezeigt habe und was jetzt dann eingetreten ist, bin ich der Meinung, war ziemlich gut. Es ist halt leider ins bärische Fractal gegangen, aber also, vom Tracking her ist es leider perfekt, ja? Nur die Sache halt jetzt ist, werden wir meiner Meinung nach, no financial advice, äh, jemals hier, 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 hier oder hier? Meiner Meinung nach nein, nie wieder. Nach diesem Reverse Split wird das nie wieder passieren. Ähm, Ich würde sogar sagen, es wird sogar sehr schwierig werden, auch nur hier raufzukommen, ja? Wenn wir dann sehen, wenn sich dieser Chart dann heute endlich aktualisiert, ja? Aber meiner Meinung nach wird diese Todesspirale weitergehen. Vielleicht kriegen wir noch einmal 3, 4 Reverse Splits, ja? Aber dieses Ding wird sich nicht erholen. Wie immer. Ich habe auch beim vorigen Tracking gesagt, es gibt 'ne Möglichkeit, dass dieses Fractal in diese Richtung geht wieder, ja, und sich erholt, ja, aber nur mit einem umgedrehten Split, mit einem Forward Split, ja? Das ist dasselbe, was GameStop gemacht hat, ja? GameStop hat einen Forward Split gemacht. Das heißt, ihr verliert keine Aktien, ihr kriegt Aktien, ja? Der Preis wird runterdividiert, dafür bekommt ihr Aktien. Dann ist das möglich. Aber auch ein Forward Split wird mit eurer Position rumscheißen. Egal was es ist, Forward Split oder Reverse Split. Beides ist vor allem für Optionen nicht positiv, ja? Ähm, und Forward Splits, das sieht man bei den Großen, macht man eigentlich immer dann, wenn der Preis zu hoch wird. Ja, Google, Tesla, Microsoft machen das gerne, weil wenn der Preis bei $1.000 pro Aktie ist, kaufen weniger Leute die Aktie und deswegen machen sie 'n Forward Split. Ich sehe es bei FFI nur wirklich halt nicht. Deswegen zu der Frage: Sind die hohen Preisziele noch aktuell nach dem Split? Ne, die sind tot, ja? Dieses Ding leider wieder eine elektrische Autofirma. Meiner Meinung nach wird in alle Ewigkeit, bis sie bankrott gehen, so was machen, ne? Gut, dann springen wir gleich zu Beyond. Und die Sache für Beyond ist, der Bruch gestern von 57 Cent ist nicht bullish, ja? Aber wir machen das jetzt heute so. Wir gehen jetzt heute als Erstes durchs Opium-Tracking durchs Hoffnungstracking. Die letzte Möglichkeit, die wir haben, bullish zu sein. Was uns eindeutig gestern gezeigt hat, der Bruch von diesen 57 Cent ist übrigens ungefähr dasselbe, was FFI mit dem Bruch von 20 Cent gemacht hat, ja? Ähm, Hat uns gezeigt, dass das ganze Ding hier hundertprozentig unser T ist, ja? Unser kleines T von unserem Higher Low. Da gibt's kein Wenn und Aber mehr. Das ist unser T. Wir haben auch schon das erste Knife bekommen, nachdem wir dieses T gemacht haben. Fürs Hoffnungstracking, und ich sage das jetzt wirklich, damit's auch die Allerletzten verstehen. Ich gebe diesem Tracking den Namen Hoffnungstracking, weil's genau das ist, ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass das genau so läuft, also bullish, ist für mich persönlich, ihr könnt ja anderer Meinung sein,
sehr niedrig. Ja. Fürs Hoffnungstracking haben wir 2 Varianten. Entweder das hier war unser kleines Knife, ja, und das war jetzt schon unser V. Ja. Wie ich immer sage, ein V muss ein Knife nach unten sein und ein Instant Bounce. Könnte man sagen, super, das war's jetzt. Ja. Sache ist halt nur ohne Bestätigung und Bestätigung ist ein High Low. War das hier und hier genau dasselbe. Ja. Ähm, Fürs Hoffnungstracking ist es jetzt essentiell, dass wir unter keinen Umständen hier das Low von Oktober brechen. Ja. Nämlich 49 Cent. 49, um es ganz genau zu sagen, 49,91 Cent. Sollten wir das berühren oder brechen, ist es vorbei. Ende der Geschichte. Es gibt kein Hoffnungstracking nach dem gibt's keins mehr, ja? Dazu kommen wir aber nachher dann. Also, fürs Hoffnungstracking irgendwo hier drin, also zwischen jetzt und 50 Cent, müssen wir bouncen. Wir haben jetzt die Earnings, glaube ich wann haben wir die Earnings? Am 8. August? Und hier, wir haben sie am 5. August. Ähm, Ich gehe eher davon aus, fürs bullische Tracking, dass wir in den 5. August hineinfallen werden, ja, zu den Earnings, also irgendwas so machen werden oder zumindest das Higher Low bis in die Earnings, bis zum 5. August machen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir irgendwas Großartiges vor den Earnings sehen, ja. Und eins auch gleich dazu gesagt, unser Ziel Juli, August für das hier oben ist mit diesem Bruch, und das habe ich ja vorher schon gesagt, gestorben. Ja? Dieses Ziel, ja, also dieses Zeitfenster galt ausschließlich dafür, wenn dieses Low hier hält. Das ist gestern gebrochen. Ja? Ähm, Wenn das hier noch immer stimmt, bleibt die Höhe, das Preisziel von 15 bis 47 bleibt noch immer bestehen. Nur die Zeit ist vom Tisch. Ja? Also fürs bullische Tracking bin ich der Meinung, werden wir bis zum 5. August nichts Großes sehen. Ja? Und das einzig Wichtige für das Hopium-Tracking, fürs Hoffnungstracking ist, dass wir 50 Cent nicht brechen. Nicht berühren, gar nichts. Wir müssen drüber bleiben. Ja? Und dann, ja, sagen wir fallen bis zum 5. August. Wir haben irgendwas Tolles zu announcen zu den Earnings. Dann könnte ich wirklich sehen, wenn wir das wirklich so machen, dass wir so was Ähnliches wie Oktober machen. Bei den Earnings. Vielleicht ein bisschen davor, vielleicht ein bisschen danach. Wen interessiert's? Aber sowas, ja. Und im besten Fall schießt uns das hier hinaus. Das ist das Hoffnungstracking. Jetzt zur Alternative zum Bärchen, also für die Leute, die immer der Meinung sind: „Wie kann das passieren und ich bin so überrascht“, ja, die sollten jetzt dann gleich weiterdrehen, weil euch interessiert ja sowas nicht, ja? Ihr regt's euch nur immer nachher auf, ja? Ähm, für die Alternative war das hier schlecht. Es gibt kein Wenn und Aber, ja? Ihr habt es ich zeige das noch einmal, ja, was passiert, wenn wir No-No-Linien brechen, ja? Es ist das für Beyond ist es das Äquivalent hier zu 20 Cent. Das war auch unser Higher Low. In dem Moment, wo wir die 20 Cent gebrochen haben, ging's verdammt noch mal runter. Ja, und das wurde Tee. Ja. Das ist ziemlich ähnlich jetzt zu Beyond. Ja. Wir sind noch nicht beim Allzeitlow. Ja. Aber das Problem ist, das ist jetzt unser Tee. Und normalerweise macht Tee das habe ich bei FFI auch gesagt und habe dafür sehr viel Kritik bekommen. Normalerweise
macht Tee nicht so ein kleines Messer. Normalerweise macht ein Tee ein größeres Messer, ja, weil es halt doch Tee last time to sell, das letzte Mal verkaufen, bevor das Wie kommt, ja, doch, wenn das Level gebrochen wird, ein ziemlich großer Absturz kommt. Das Problem jetzt bei Beyond ist, dass, wenn jetzt ein größerer Absturz kommt, ja, und wir reden hier von 13%, dann kommen wir sehr nah ans Allzeitlow. Und sollten wir das Allzeitlow auch nur berühren, haben wir halt das Problem, dass dieses Higher Low hier, der große Bruder, ihr könnt euch das so vorstellen, dass diese Sektion hier, das hier, ist der kleine Bruder zu diesem großen Bruder. Ja? Und das Problem ist, wenn wir das Allzeitlow berühren oder brechen, ist das halt auch kein Higher Low mehr, sondern unser T. Und wie immer, wenn ein T seinen Anfang bricht, kommt ein Knife. Deswegen habe ich immer gesagt, wenn 57 bricht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ganze Kartenhaus zusammenfällt, verdammt hoch. Weil jetzt bekommen wir vielleicht ein zu starkes kleines T, das Knife. Das zerstört uns das Higher Low. Das Higher Low wird zum T und es kommt das größere Knife vom großen Makro-T. Und weil ich auch die Sache bekommen habe, kann nicht sein, ich schaue nicht alles an, es gibt doch so gute News, Sie werden keinen Reverse Split machen, Sie können ja noch für 180 Tage verlängern und es wird hundertprozentig ein Double Earning Speed. Ähm, zu den Sachen. Erstens, ihr kennt mich oder vielleicht auch nicht. Mich interessieren Fundamentals nicht. Ich schaue nur auf Charts. Und was wir bis jetzt gesehen haben öfters ist, dass Fundamentals 'n Scheißdreck wirken. Es ist wurscht. Schaut's euch Google an, diese Woche. Perfekte Earnings, ja? Und was war? Knife. Schaut's euch Intel an, ja? Ich glaube, Intel hat perfekte Earnings gehabt. Schau mal, was es heute gemacht hat, ja? Aber perfekte Earnings, ja, war was? Was haben wir gehabt? Ein wunderschönen Surprise Beat und natürlich, Kramer hat gepostet und es ist sofort wieder runtergeknallt, ja. Es ist Fugazi, ja. Ihr braucht's mir nicht glauben, ich versuche niemanden zu überzeugen, aber für mich sind Fundamentals und Earnings Fugazi, ja. Können wir dann gleich bei EMC drüber reden. Die besten Earnings seit 190 Jahren. Rauf und runter. Ich sag's nur. Somit mir sind die Earnings scheißegal. Ich schaue nur auf den Chart. Und ja, Beyond hat sicher länger Zeit. Und wenn wir nur, sagen wir, zu 38 gehen, ja, ist ein Reverse Split auch nicht unbedingt vonnöten. Aber ich sage nur, wenn das ausspielt, gehe ich nicht von 28 aus. Das ist das, was ich sagen will. Ich gehe genauso wie bei FFI von 20 bis 10 aus. Und dann garantiere ich euch, dass Beyond einen Reverse Split machen wird. Sie wollen nicht von der Börse fliegen. Das ist nichts Böses oder um Leute rauszuschmeißen. Das Einzige, was sie wollen, ist an der Börse bleiben. Wir interessieren da überhaupt nicht. Ja? Ich weiß jetzt nicht genau, der Reverse Split bei Beyond ist schon gewotet. Sie brauchen keine Vorwarnung geben. Ja? Wenn sie einen Reverse Split machen, wird die Stock Market schließen an irgendeinem Tag und am nächsten Tag, ey Leute, wir haben Reverse Split. Sie brauchen euch nicht vorwarnen. Es gibt keine Abstimmung mehr. Die haben sie schon. Und ich glaube, das Höchste, was sie haben, waren 1:30. Ich weiß es jetzt nicht genau. Wäre kein zu großer Split. Ja? Aber wie bei FFI.
Ich meine, das Ziel wäre noch erreichbar, meiner Meinung nach, bei einem 1:30. Alles höher? Ne, das stirbt auch wieder damit. Wie gesagt, ja, Reverse Splits töten hohe Preisziele. Aber auch sagen wir selbst, wenn wir machen das hier, okay? Für die bärische Variante. Unser V sitzt bei 37 Cent. Ja? Ähm, wir machen keinen Reverse Split. Okay? Was machen wir dann? Das Problem trotzdem ist, dass Zeit vergehen wird. Wenn das jetzt hier unser T ist, das jetzt ist unser Makro Higher Low, Makro V, ja? Unser allertiefstes V, was auch immer. Wir haben trotzdem unser Makro Higher Low zerstört. Das bedeutet, auch ohne Reverse Split werden wir den Rest des Jahres unser Makro Higher Low machen. In dem Falle ist 3 bis 2 bis 4 unser Maximalpreis-Target für dieses Jahr. Ist auch ein gutes Play. Sagt ja keiner was dagegen. Nur ich weiß von einigen von euch, dass sie sich halt viel mehr erwarten. Ja, und zwar dieses Jahr noch. Aber wie gesagt, wenn wir das hier brechen, dann werden wir dieses Jahr nur das Makro Higher Low machen. Und dann können wir nächstes Jahr wieder tracken. Ne? Ich sag's nur. Ne? Wie ich tendiere, um das jetzt auch absolut klar zu sagen, damit nicht wieder ein paar Leute beleidigt sind. Meine Optionen sind weg. Mit dem Bruch gestern sind meine Optionen weg. Ich habe noch 25% von meiner Jänner-Position, aber alles kürzer ist weg. September ist weg, August, die sind alle weg. Ja, weil, wie gesagt, also ich war bärisch, wie wir da hier gebrochen haben, das hier. Ja, und meine Aktien habe ich, glaube ich, habe ich noch 60%. Ja. Ähm, ich werde heute ein Stop-Loss bei 50 Cent setzen. Für 100%. Ja, sage ich nur dazu. Ja, weil ich bin bei 50 Cent bin ich raus. Ja, ich werde es noch immer tracken. Ja, aber einfach nur, damit auch Leute wissen, wo sie bei mir sind. Ja, und bevor wir zur AMC springen, ich sag's noch einmal, ja, weil ich auch gestern wieder ich glaube, ich werde wirklich aufhören, mir diese Art von Nachrichten durchzulesen, ja, aber, weil die Nachricht so was war mit: irgendwie geht alles schief und ich werde jetzt dich, Nariko, reverse traden. Meine Frage darauf war einfach nur: „Okay, und was reverse tradest du?“ Weil ich versuche halt doch jedes Mal beide Wege zu zeigen, ja? Ähm, aber bitte jetzt diesmal wirklich, sagt's mir ehrlich, habe ich in den letzten Monaten bei Beyond irgendetwas falsch rübergebracht? Weil meiner Meinung nach, seitdem wir hier gebrochen sind, habe ich jedes Mal gesagt: „Passt auf, ich bin bearish, solange wir nicht über 84 Cent sind und wir dürfen hier nicht runterfallen.“ Weiß ich nicht. Ob ich das wirklich ich weiß nicht einmal, wie ich's eindeutiger sagen soll. Und zu derjenigen Person noch einmal: Penny Stocks sind Risk Plays. Von unseren großen Stocks, die normalen, ist nix eigentlich in die bärische Richtung gegangen. Ja? Corby vielleicht, ja? Aber sonst hat sich alles gut entwickelt. Nur verschissen noch mal, Penny Stocks sind Riskanleihen. Und sich darüber aufzuregen, dass Penny Stocks großteils ausfallen, ja, und sich aufregen und überrascht sein, obwohl wir bei jeder Aktie über die Levels reden, die wir nicht brechen dürfen. Ich beleidige normalerweise nicht, aber es ist verschissen noch mal kindisch. Es tut mir leid, ja? Aber wenn Leute sich nur die bullische Scheiße anhören wollen und dann überrascht sind, wenn sie halt die bärischen nicht anschauen, okay, kann's nicht ändern. Ähm
Zum Fazit für Beyond. Ich meine, es war gestern ein schlechter Tag. Ja, also ein roter Tag. Weil Geld hat man gestern machen können. Schlechthin. Spy ist halt extrem runtergeschossen. Ähm, ist aber keine Ausrede. Sage ich auch gleich dazu. Es ist keine Ausrede, dass diese Levels brechen. Es gab genug Firmen, die grün waren. Ist keine Ausrede. Äh, ich meine, wir reden jetzt von 7 Cent. Unterschied. Wir sitzen bei 57, wir dürfen 50 Cent nicht brechen. Kein finanzieller Advice. Ähm, wir reden von 7 Cent. In dem Bezug würde sogar ich sagen, macht das einen Unterschied, ob ihr jetzt auf 50 Cent wartet, ob das hält oder nicht. Ja. Ich würde sagen, es macht nicht so einen großen Unterschied. Ja. Ich bin auf jeden Fall mit dem Bruch gestern extrem bärisch. Sage ich auch gleich. Ja. Ähm, aber ja, ich meine, über die Variante, dass das hier wirklich Tee sein können, reden wir jetzt schon länger. In den letzten 2 Videos haben wir auch darüber geredet. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir das machen. Ich würde sagen, wir warten bei Beyond ab. Ja. Nur um das eindeutig zu sagen, ich glaube, Juli ist hundertprozentig vom Tisch. Ja. Ich glaube, wir werden in die Earnings hineinfallen oder zumindest 'n Higher Low machen. Aber wie gesagt, das Wichtigste für Beyond, und das ist der allerletzte Schritt, ist, wir dürfen nicht 50 Cent brechen oder berühren. Gut, dann springen wir gleich rein in AMC. Wie immer, wenn euch meine Preisziele, 1-Part-Squeeze, 2-Part-Squeeze und das Ganze interessiert, verlinke ich euch wieder das große Roadmap-Video ans Ende. Heute schauen wir uns nur an, was wir gestern und in den letzten 2 Tagen gemacht haben. Und übrigens zur FFR und Beyond, vor allem zu Beyond wegen, es werden gute Earnings erwartet. Ich möchte nur noch mal sagen, dass das hier die besten Earnings seit 190 Jahren oder was auch immer für AMC waren. Die besten. Die besten Earnings. Sind raufgeschossen und seitdem sind wir insgesamt 20% hinuntergegangen. Falls ihr so auf Earnings steht, erklärt's mir die Scheiße. Ja? Wenn Earnings eine Rolle spielen würden, warum knallen wir dann runter? Hm? Und kommt's mir nicht mit die und sie shorten das runter. Okay, wenn wir das annehmen, dann können sie das bei Beyond auch machen, nehme ich mal an, oder? Ich sag's nur. So, nun zum Tracking. Wir haben ja letztes Mal, glaube ich, oder ziemlich sicher sogar, schon gesagt, uns sind die eine Variante, dass wir das hier machen, ist vom Tisch, ja, weil wir sind über M gegangen bei den Earnings. Ja, die Variante hatten wir, ja. Ich habe sie nicht so sehr gemocht, weil wir so ein kleines T haben, ja, aber Levels sind Levels. Ähm, und ich habe ja gesagt, okay, die ist vom Tisch. Wir haben jetzt eigentlich nur noch eigentlich ein Haupttracking, ein überbullisches Tracking und ein bärisches. Haupttracking ist, wir machen jetzt unser Higher Low. Ja? Was meine ich damit? Nur um das nochmal ganz genau zu zeigen. Dasselbe wie Mai 2024. Wir sind hier raufgegangen. A, B, C. Hatten diesen großen Pullback und haben nachher ein Higher Low gemacht. In dem Fall wären wir jetzt gerade irgendwo hier. Ja? Zu den Levels kommen wir gleich. Es ist auch dasselbe wie 2021. Und zwar an 2 Stellen. Entweder im Jänner, den 20. Jänner oder den 13. Jänner. Ja? Hier ist der 20. Jänner, hier ist der 13. Jänner 2021. Beiden Fällen sind wir raufgegangen
haben den Pullback gemacht, ja, und haben nachher das Higher Low gemacht. In beiden Fällen, ja. Und, wenn man 2025 noch zum Squeeze hinzuzählt, das hier, wenn man das hier als kleinen Squeeze betrachtet, auch hier. Der Unterschied hier, wir haben ein großes Higher Low gemacht, aber auch dann sind wir hier raufgelaufen, haben den Pullback gemacht und haben nachher das Higher Low gemacht, ja? Also, bei jedem einzelnen Squeeze in den letzten 6 Jahren bei EMC gab es vor einem Squeeze ein Higher Low. Deswegen beharre ich so sehr auf das Higher Low. Das ist mein Grund dafür, ja. Ähm, und klarerweise, weil ich das auch schon gelesen habe: „Ja, aber das war ja damals bearish und jetzt haben wir ja eine Firma, die sich umdreht.“ Wie gesagt, noch einmal, das sind Fundamentals. Die interessieren mich nicht. Das Fractal, ich bin ausschließlich Chart, zu 100%. Die ganzen News und die Fundamentals sind für mich ausschließlich nur als Bestätigung da. Übrigens, ja, was mir gerade aufgefallen ist, es waren zwar die besten Earnings seit AMC, aber wenn ihr euch das hier anschaut, dann wird das hier trotzdem als rote Earnings gezeigt. Damit ja die Geschichte passt, wisst ihr? Ja, es ist so richtig arschlochmäßig, ja. Aber ich meine, was man aber dazu sagen muss, es würde perfekt passen. Ja, auch hier hatten wir rote Earnings. Es würde perfekt passen, dass wir es wirklich 1:1 wiederholen, aber okay. Okay, ähm, wie tief, wenn das jetzt, ich gehe davon aus, dass das hier übrigens, um das auch klarzustellen, ich gehe davon aus, dass das hier unser Peak von dem Higher Low war, ja? Ähm, und wenn man sich das jetzt auch noch mit einer Trendlinie anschauen will, ja, ich meine, das heißt jetzt nichts, aber alleine das hier, ja, wir küssen diese Trendlinie die ganze Zeit, ja. Schauen wir mal. Trendlinien sind immer so, wie man sie zeichnet, sage ich auch gleich dazu. Das muss nichts heißen. Gut, ähm, wie tief müssen wir gehen? Ich habe das ja im letzten Video schon gesagt. Wenn man nicht weiß, wo das A ist, nimmt man sich einfach vom Tiefpunkt bis zum Höhepunkt die FIB und wir wollen unter die 786, weil ein Higher Low endet wie an der A. Das bedeutet 1,78. Ja? Wenn wir das hier durchtracken, dann wäre trotzdem das hier unser A, das hier unser B, das hier unser C, das Peak vom Higher Low. Ich möchte also, wenn wir ein gescheites Higher Low hinlegen, mindestens unter diesem Punkt. 1,83. Zu der Frage gleich, und wie schaut das jetzt aus für nächste Woche? Ah, es ist jetzt heute Freitag, oder? Ja. Wenn wir jetzt heute nicht aus was für einen Grund auch immer einen 20-prozentigen Drop hinlegen, sehe ich für nächste Woche schwarz. Wirklich. Vor allem bei dem Level hier. Ja. Ich kann damit leben, ja, dass wir nur hierher gehen, 1,94, falls AMC mich mal wieder verarschen will, ja, wie hier im Mai, und wir kein richtiges High-Low machen. Aber für mich hier oben, das ist kein High-Low. Ja? Ist es einfach nicht. Das ist für mich kein High-Low. Ja? Also für mein Haupttracking, wenn wir jetzt heute nicht das hier machen, sehe ich schwarz für nächste Woche. Muss ich, 0%. Ja? Ähm, was wäre es dann? Naja, das hier wäre erst unser Lower High. Ja? M, D, W. Kommt drauf an, wie viel Volume wir bekommen. Ja? Das kann locker nächste oder übernächste Woche. Kann es locker noch dauern. Ja? Und dann können wir was Blödes sehen. Für mein Haupttracking. Ja? Für unsere Levels. Sage ich noch einmal.
Es ist ein Up wie bei Beyond, ja? Es ist ein oder FFAI. Wo wir jetzt gerade sitzen, es ist ein No-Go. Für mich persönlich 1,60 zu brechen ohne berühren. Wir dürfen nicht mehr unter diese Linie. Wenn das passiert, ich sage es jetzt nochmal dazu, ja, auch für die Leute, die es nicht hören wollen, damit die Leute nachher nicht überrascht sind. Wenn wir das hier brechen, werden wir irgendwo bei 1,25 bouncen, aber in dem Fall ist es vorbei mit 2026 für mich persönlich, weil das hier wäre dann unser Lower High und das hier wäre unser Peak von 2026. Wir werden hier bouncen. Wir werden aber höchstwahrscheinlich nicht mehr über $2 gehen. Das wird unser M. Dann fallen wir weiter, kommen wieder rauf, unser T und dann werden wir Allzeit-Low brechen. Bis Ende des Jahres. Es macht keinen Sinn und ich möchte das auch eindeutig nochmal dazu sagen. Es macht fundamentalmäßig keinen Sinn für mich, weil auch ich bin der Meinung, dass EMC umdreht. Es ist mir aber wurscht. Wenn wir 1,60 brechen, ist es fürs Fractal scheißegal, was Adam Aaron oder sonst wer oder was die Firma oder was das Box Office macht. 1,60 ist der Todesstoß für EMC. Und was das heißt, sage ich auch nochmal. Wir haben jetzt schon einen Reverse Split. Ich hoffe nicht, dass wir einen zweiten machen. Aber machen wir einen zweiten Reverse Split, jetzt mit den hohen Zahlen, Preiszielen bei EMC, auch schon sehr schwierig. Somit jetzt zum Fazit. Ja? Was passiert? Für mein Haupttracking werden wir nächste Woche keinen Squeeze sehen. Für mein Haupttracking, wie gesagt, machen wir unser High Low fertig, außer wir machen, was auch immer plötzlich heute passiert, einen 20% Drop heute. Wenn wir hier heute schließen oder zumindest bei 1,94, okay, auch dann würde ich sagen, schaut geil aus für nächste Woche. Was wir nicht machen dürfen, ist unter 1,60 fallen. Dann ist es für mich für dieses Jahr vorbei. Aber wie gesagt, noch einmal, EMC wird nicht zum Allzeitlow kneifen. Das wird den Rest des Jahres dauern. 6 verschissene lange Monate. Oder der Best Case ist, ich lag falsch und das hier wäre sowas ähnliches wie das hier. Dann können wir nächste Woche was sehen. Weil, wie gesagt, alles über $3. Und meine Variante hier, und das möchte ich auch ganz klar sagen, das hier ist perfekt getrackt. Ja. Aber wenn wir über $3 gehen, dann gibt es kein High Low. Ja. Ich gehe davon nicht aus. Aber um ehrlich zu sein, ich hoffe, ich liege falsch. Ja, ganz ehrlich, weil, ganz ehrlich, dann sind wir endlich fertig. Ja, somit, warum soll ich mich nicht darüber freuen, wenn ich da falsch liege? Ich sehe es nur nicht. Ja, ich kann nur was tracken, was ich tracken kann. Ich gehe nicht davon aus. Ja. Ich sage das noch einmal dazu. Ja, ich wollte hier auch ein Higher Low, ja, haben es aber nicht bekommen. Aber das war halt nur ein Higher Low in einem kleinen Uptrend, wie ich vorher gezeigt habe. Dieses Higher Low ist wichtig. 2024, 2021, 2025. Ja. Wenn wir es machen, okay. Vom jetzigen Stand aus für mein Tracking kann ich nicht auf dieses Higher Low verzichten. Ja. Okay. Nächstes ist Open, weil wir für Open jetzt endlich eine Bestätigung haben. Ja. Ganz kurze Wiederholung, ja, fürs Tracking. Wir haben unser IPO, Allzeit hoch, C, Lower High, Midpoint T, fallen runter zum V, brechen aus, gehen zum T. Das hier ist unser A. Wir machen einen Breakout Retest, einen 0.5 Pullback,
gehen rauf zu unserem B. B geht zur M-Marke. Wir machen einen 0,5 Pullback. Und bis jetzt hatten wir ja, weil dieser Pullback so verschissen nochmal lange gedauert hat, gab es ja die Möglichkeit, dass das hier schon unser V war. Und weil einige Leute es unbedingt bullish sehen wollten, dass das hier schon unser Higher Low, oder nein, dass das hier schon unser Higher Low war und wir hinaufschießen. Das Haupttracking war immer, dass das ganze Ding hier unser T ist und dass dieser Spike unser kleines M von T ist und dass dieser Spike unser kleines T von T ist. Falsch hätte es das gemacht, wenn wir über 5,63 gegangen wären. Wir sind hier aber rejected. Und ich habe immer davor gewarnt, Leute, mit dieser Rejection, Achtung, wir werden hier runterneifen. Und natürlich kann man jetzt wieder dazu sagen, ja, das ist nur passiert, weil gestern der Markt rot war. Ich sage dazu, wie gesagt, es gibt dafür keine Ausnahme. Ja, nur weil der Markt rot ist, ist es keine Ausnahme, Levels zu brechen. Und ich habe gesagt, wir müssen unter diesem Punkt, damit dieses T hier endlich abgeschlossen ist. Und da haben wir gestern gemacht. Perfekt. Und noch einmal, perfektes Beispiel zu FFI, Beyond oder AMC manchmal. Nach dem T, wenn das T bricht, kriegt man ein Knife. Das haben wir gestern bekommen. So, im Großen und Ganzen sind wir fertig. Ja, für Open, es gibt nichts mehr. Ja, T, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist unser Wie suchen. Ja, unser Preisziel war ja auf jeden Fall unter 4,09 und irgendwo zwischen 3,45. Also wir sind genau in der Area, wo wir jetzt bouncen sollten. Ja? Also, für die bullische Variante, und in dem Fall muss ich ehrlich sagen, ist es meine Hauptvariante. Irgendwo hier drin müssen wir jetzt unser Wie finden, unseren Bounce. Dann machen wir wahrscheinlich noch ein klitzekleines Higher Low. Ja? Wird wahrscheinlich dann irgendwas in der Richtung ausschauen. Und dann sollte es nach oben gehen. Ja? Wohin? Wir müssten dann auf jeden Fall über B. Das bedeutet $11. Ob wir Allzeit High brechen oder nicht, ist Vorhersagen. Ja? Weiß ich nicht. Mein Preisziel ist irgendwas zwischen 11 und auf jeden Fall 39. Ja? Wenn wir das Higher Low, ich habe keine Position derzeit, sage ich gleich. Ich warte noch aufs Higher Low. Aber werde ich dann anfangen, immer Teile meiner Position hier drin zu verkaufen. Ich werde ein paar Runner lassen für etwas Höheres. Ja? Für Levels. Als erstes müssen wir mal das Wie suchen, das ist klar. Alles über 5,49 und alles über 5,62 und wir sehen das Higher Low nicht mehr. Sage ich auch gleich dazu. Ja? Wenn wir an dieser Linie hier rejecten, 5,16 oder irgend sowas, werden wir das Higher Low machen und dann geht es hinauf. Das sind die Levels. Aber alles über 5,62 und wir gehen. Trotz alledem, wie gut das ausschaut, eine letzte Warnung. Unsere Levels nach unten. Ja. B darf nicht unter die 786 FIB. Ja. Also alles unter 250 ist für mich eine hundertprozentige, kein finanzieller Advice, Bestätigung, dass das hier ein Top war. Ich weiß nicht wie, aber sollten wir das hier machen, ist es vorbei. Sollten wir das hier machen, gehen wir ziemlich tief runter. Wenn wir unter 306 droppen, ist das für mich schon sehr bearish. Noch keine hundertprozentige Bestätigung, aber sehr bearish. Ja? Aber, wie gesagt, es schaut für mich noch gut aus. Aber Levels sind Levels. Ja? Gut. Und zum Schluss schauen wir uns noch ganz kurz VIX an. Wie immer. Entschuldigung. VIX, Volatility Index, bedeutet, wenn VIX bullish ist, geht der Markt runter.
ist WIX bearish, geht der Markt drauf. Ist die einfachste Erklärung. Es ist ein bisschen mehr, aber es ist die einfachste Erklärung. Wie immer, August ist für diese Sektion hier unser Top, unser C. April 2025 unser Lower High. Ich bin noch immer der Meinung, dass März 2026 unser M ist und dass dieses M noch immer nicht fertig ist. Jetzt hatten wir gestern einen ziemlich guten kleinen Market Crash hingelegt. Ja? Und wie immer kann es locker sein, dass ich WIX, ich weiß nicht, ich muss mir da irgendwie neue Regeln auferlegen, dass ich WIX zu klein, die Sprünge zu klein sehe. Ja. Für unser bärisches Tracking für WIX, ja, weil ihr habt es ja gesehen hier, mein letztes Zeichen, ich habe das extra so dagelassen, weil wie gesagt, auch ich mache Fehler. Ich bin eher davon ausgegangen, dass das hier unser kleines T war und dass wir hier hinunterrasten. Haben wir definitiv nicht gemacht. Aber wie gesagt, ich zeige auch gerne meine Fehler. Ja. Wir haben also ein höheres High gemacht. Ja. Deswegen bin ich jetzt mittlerweile langsam zu dem Schluss gekommen, wenn wir uns nur unser M hier anschauen. Ja, ich bin noch immer der Meinung, dass dieses M hier nicht fertig ist. Ja, weil das M hat hier angefangen. Und damit dieses M fertig wird, müssen wir hier drunter. Ja. Wir haben also hier unser M, unser Top, unser C. Das Lower High von diesem M, der Midpoint von diesem M. Mit dem, was wir gestern gemacht haben, bin ich aber der Meinung, dass wenn wir uns dieses kleine M von diesem M hier anschauen, ich glaube, das ist fertig. Ich glaube, dass wenn wir dieses kleine M hier tracken, dann ist das fertig. Wir haben hier unser kleines M, unser Peak, unser C, Midpoint, T, Lower Low, jetzt angefangen. Dieses M ist hier fertig. Und dann sind wir hinaufgeschossen. Ja? Ich bin aber der Meinung, dass das jetzt, dieser Peak gestern bei 2020, dass das hier unser T, unser kleines T von diesem M ist. Absolute Bestätigung dafür ist, wenn wir jetzt dann heute und nächste Woche hier runterkrachen. Das ist die Bestätigung dafür. Ja. Dann ist mein Ziel noch immer für WIX unter 13,39. Das bedeutet gleichzeitig auch, ab nächster Woche schießt der Markt wieder nach oben. Ja? Weil das hier ist ein Market Pump. Gibt es nichts anderes dazu zu sagen. Ja? Das Einzige, und dafür haben wir unsere Levels, was das hier falsch macht, ist, wenn wir über 2073 gehen. Über dieses Level. Wenn wir, ich weiß nicht, wie ich das dann erklären würde, aber wenn wir das machen, fehlt uns unser kleines T von unserem M. Ja? Aber das ist ein Level, das ist zu hoch. Wenn wir da drüber gehen, dann ist unsere einzige Chance, dass, warum auch immer dieses M fertig ist, nein, nicht, dass das M fertig ist, dann wird das hier unser M von M. Ja? Das würde bedeuten, dass das ganze Ding hier einfach nur unser M wäre. Von M. Allerdings muss man dazu sagen, das ist auch ein kleiner Market Crash, wenn wir das hier machen. Und dann können wir nur hoffen, dass wir hier rejecten. Weil wenn wir hier durchbrechen, oh mein Gott. Also dann reden wir von einem, nicht nur einem kleinen Market Crash, sondern einem größeren. Ja. Ich sehe es ehrlich gesagt einfach noch immer nicht. Ja. Ich habe eindeutig bearisches Tracking für SPY. Ja. Aber das Video schon so lange ist, gehen wir heute nicht drüber. Es sind noch immer die gleichen Levels vom letzten Mal. Aber für WIX, ich glaube, wir werden unsere Antwort heute vielleicht schon bekommen, weil wenn wir heute einen kleinen Pump bekommen und WIX, sagen wir, wenn WIX heute schon hier drunter fällt, zu 16,62, ja, was wäre das? 12%, glaube ich eher, dass wirklich nur ein bisschen, wir sind ein bisschen höher gegangen, als wir wollten, aber dass das noch immer verdammt bearish ist für WIX.
Werden wir sehen. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es dann wieder Peace Talks am Wochenende. Aber wie gesagt, ja, egal, ob mein Tracking richtig oder falsch liegt. WIX über 2073, kein finanzieller Advice, ist verflucht scheiße für den Markt. Ja, ehrlich, ja. Also, wenn wir hier wieder runtergehen, perfekt, wir sind noch immer bullish. Aber das hier, also dann wären die nächsten Wochen verflucht rot. Und wenn wir das hier brechen, okay, dann haben wir Crash, sage ich nur. Okay? Okay, war heute ein bisschen was Längeres. Nächstes Update kommt wieder am Wochenende. Wie immer, das Tutorial hier, die Playlist hier, das große Roadmap-Video. Ist schon ein bisschen älter, vielleicht sollte ich dann langsam ein neues machen, aber die Preisziele und die Meinungen dazu sind noch immer dieselben. Da dahinter. Wenn es euch gefallen hat, gibt es mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, gibt es mir ein Abo. Und wir sehen uns.